Zusammenfassung: Die erste Nahrung, die Weiterentwicklung, Industrie, Massenproduktion, Transport und Kinderarbeit. Hier können Sie deutlich eine Höhlenmalerei sehen. Die Steinzeitmenschen jagten mit einem Speer. Was aßen die Steinzeitmenschen vor über 7000 Jahren? Viel Fleisch und Fisch, Obst, Eier, Pilz, Nüsse, Honig, aber auch Maden und Insekten. Das sind einige der wichtigsten Lebensmittel, die den Speiseplan der Menschen in der Steinzeit gefüllt haben. Geld, 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 Geld. Die Menschen pflanzten Weizen an und machten daraus Brot. Das wichtigste Nahrungsmittel im Mittelalter war Brot, meist dunkles Brot aus Roggen, Dinkel oder Hafer. Helles Weißbrot aßen nur die Reichen. Oft gab es auch Brei und Suppen aus Getreide, etwa Hirsche. Arme und Reiche aßen Eintöpfe aus Linsen und Bohnen. Sie denken wahrscheinlich, weswegen wir das Video gestoppt haben. Gucken Sie auf den Speisequark. Bemerken Sie was? Der Quark kommt aus Deutschland und beinhaltet 20% Fett, ohne Gentechnik und Nutri-Score auf A, grün. Der Nutri-Score unterstützt Käufern und Käuferinnen dabei, ein ausgewogenes Produkt auszuwählen, das gesund und lecker schmeckt. Nutri-Score unterstützt dich dabei, ausgewogen, gesund und lecker zu essen und zu trinken. Bioprodukte dürfen keine Chemie enthalten und müssen aus natürlichem Anbau stammen. Bioprodukte müssen aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger oder Klärschlamm angebaut. Sie denken sich bestimmt wieder, warum hat der Typ gestoppt? Gucken Sie links oben. Da ist die einfache Erklärung. Was sehen Sie da? Eine 2 mit einer Blau. Jetzt erkläre ich Ihnen, warum das da steht. Hier sind alle Haltungsformen. Es gibt 4 Stück. Die erste ist die ganz schlechte und die vierte ist die ganz beste. Unsere vierstufige Haltungskennzeichnung, die wir 2018 für das gesamte Frischfleisch-Eigenmarkensortiment eingeführt haben. Damit wollten wir dir noch transparenter zeigen, welches Tierwohlniveau mit einem Produkt verbunden ist. Mittlerweile ist daraus die Branchenkennzeichnung, Haltungsform geworden, aber auch hier gilt, je größer die Zahl, desto mehr Tierwohl steckt drin. Rewe, dein Markt. Scheiß Musik. Fertig? Ja. Das ist ja billiger. Der Typ wusste ganz genau, von was er redet. Das sind massenproduzierte Waren, die von niemandem gekauft werden und einfach so in den Müll geschmissen werden. Dieser Laden war vorbildlich und hat die nicht weggeschmissen und verkauft die noch. Auf diesem Bild sehen Sie 2 kleine Kinder.
Man muss eigentlich die Produkte immer vor deren Gesicht platzieren, dass die Kinder ihre Eltern rufen und die zum Kaufen überzeugen der Süßigkeit. Leider war dieser Verkäufer nicht so schlau gewesen. Hier sehen Sie massenverkaufte Ware. Stellen Sie sich mal vor, der Enddatum ist morgen. Die Menschen in Afrika haben gar kein Essen und wir in Europa und Amerika haben so viel Essen. Das ist doch echt übel, was mit der Welt und Industrie zurzeit passiert. Man verkauft mehr Essen, als man konsumieren kann. Hier sehen Sie Snacks. Snacks sind dazu da, um Kinder danach süchtig zu machen, um mehr Produkte zu kaufen. Heutzutage gibt es mehr Produkte als mehr Verkäufer. Das ist echt großartig. Für die Industrie, für die Menschheit ist das ein Nachteil. Wir kriegen auch Produkte aus dem Ausland, zum Beispiel China oder Afrika, und wir können die hier billig kaufen. Leider ist der Transport sehr CO2-schädigend. Es werden 40 Hektoliter vom Ausland zu Deutschland transportiert. Wo wir schon beim Thema waren, Kohlenstoffdioxid oder Kohlendioxid ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff. CO2 ist ein nicht brennbares, saures und farbloses Gas. Da es sich gut in Wasser löst, wird es umgangssprachlich manchmal fälschlicherweise auch Kohlensäure genannt. Information Wikipedia. Deswegen ist CO2 schädlich für die Umwelt. Hier sehen Sie einen Kakao. Wissen Sie, woher er stammt? Von Kindern, die in Afrika dafür arbeiten. Härter als wir zurzeit. 10 Stunden pro Tag. Nur für eine Kakaoernte. Ist echt schlimm. Und wir kaufen immer mehr. Und sie produzieren immer mehr mit den Kindern. Die haben Kinder in Afrika. Die haben keinen Job, kein Essen, die können nicht zur Schule gehen. Deswegen arbeiten sie dort mit ihren Eltern. Sie helfen ihnen. Aber leider werden die unterstützt mit wenig Geld und billig hierher transportiert und verkauft. Deswegen kauft nichts, was mit Kinderarbeit gemacht wurde. Seid respektvoll mit den Kindern und gebt ihnen eine schöne Bildung und seid mit allen Menschen freundlich. Ciao. Schon in die Hosen gepisst? Du bist Rick, oder? Ich bin Nick. Schon bald fließt die Pipi nur so in eure Höschen. Du wirst es in ein paar Minuten bedauern, mich herausgefordert zu haben. Dich. Du kannst atmen. Du kannst zwinkern. Du kannst heulen. Ja, das werden gleich alle tun. Habt ihr das gehört? Er sagte, lutsch mir die Eier. Oh, du meine Güte. Guckt euch das an. Weiter geht's. Ist er noch da? Ich weiß ja nicht. Scheint mir, als wolltest du irgendwas sagen. Die Uhr tickt, Rick.